Hallo zusammen, es ist mal wieder Zeit für ein Baby-Update. Ja, ich habe mir jetzt wirklich wahnsinnig viel Zeit gelassen, ich weiß. Und das Baby schläft auch gerade neben mir im Hintergrund. Tief und fest. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit dieses Video machen, aber ich kam einfach nicht dazu. Ihr wollt nicht wissen, wie groß mein Video-Backlog ist. Mein letztes Baby-Update dürfte jetzt nun ungefähr ein halbes Jahr her sein. Und ich kann euch sagen, in dieser kurzen Zeit hat sich echt eine Menge verändert. Beziehungsweise hat Shiori so viel gelernt. Da das letzte Video jetzt nun ein halbes Jahr ungefähr her ist, denke ich, glaube ich, das letzte Mal, als ich von ihr berichtet habe, konnte sie, glaube ich, noch gar nicht krabbeln. Also mittlerweile steht sie wie eine Eins. Und sie flitzt durch die Bude. Sie krabbelt so schnell von A nach B und einem hinterher. Und das ist echt total niedlich. Es würde mich aber auch wirklich nicht wundern, wenn es langsam losgeht mit dem Laufen. Vor ein paar Wochen ist jetzt auch endlich mal der obere erste Zahn erschienen. Wobei, naja, nicht der erste, genauer gesagt, es ist der dritte schon, denn sie hatte jetzt eine Zeit lang immer nur zwei unten, also die vorderen, und jetzt kam endlich der nächste dran. Das heißt also, in ihrer Ernährung hat sich auch wahnsinnig viel verändert. Wir geben ihr eigentlich kaum noch Milch und sind wirklich zu normaleren Sachen umgestiegen. Hier und da geben wir ihr noch Gläschen, aber ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, auch schon für sie zu kochen. Bei uns in Deutschland würde ich sagen, ist ja eher so der Babybrei angesagt. Die Japaner wiederum nehmen aber Reisbrei. Mit dem Babyessen probiere ich mich gerade so ein bisschen aus, weil man muss ja doch recht Acht geben, was man genau kocht, aber eigentlich kann man nicht viel falsch machen, wenn man sich auf ein bisschen Fleisch und vor allem Gemüse fokussiert. Deswegen ist das, was ich bisher für sie koche, eher so ein Gemüse-Reis-Brei-Gemisch. Aber es scheint ihr ganz gut zu schmecken. Wir haben in einem der Babyläden auch vor allem solche praktischen Behälter gefunden, die man einfrieren kann. Die sind so in 6 Teile aufgeteilt und man kann dort den Reisbrei reinmachen oder dementsprechend halt auch das andere gekochte Essen. Und es hat die perfekte Größe für eine Mahlzeit. Dann, was hat sich noch verändert? Es ist auf jeden Fall schwieriger geworden, ihre Windel zu wechseln. Aus heiterem Himmel hasste sie es plötzlich, auf dem Rücken zu liegen. Das hieß also, wir mussten uns etwas anderes einfallen lassen, weil normale Windeln ein absolutes No-Go war. Deswegen sind wir auf Pampers Panzo umgestiegen und ich muss sagen, die sind relativ praktisch. Funktionieren eigentlich wie normale Unterhosen, aber man kann sie so an den Seiten aufreißen, wenn man sie wechselt. Das ist ziemlich praktisch. Es ist zwar immer noch ein Kampf, ehrlich gesagt, aber es geht auf jeden Fall besser als mit Windeln. Was ist noch so passiert? Also sie hatte noch ihre BCG-Impfung. Das ist etwas, was hier in Japan immer gemacht wird bei kleinen Kindern. Das ist quasi wie so ein Stempel. Ich glaube, in Deutschland wird das gar nicht mehr durchgeführt. Deswegen haben alle japanischen Kinder hier solche Abzeichen von den 2 Stempeln am linken Arm oder, was halt noch andere Praxen auch anbieten, an der Fußsohle. Es kann natürlich passieren, dass das nicht so gut verheilt und dass einige Japaner dann jahrelang diese Narbe haben. Bei Shiori habe ich das ein bisschen beobachtet und es verheilt ganz gut. Und ich bin guter Dinge, dass das auch demnächst verschwindet. Und generell gesagt, muss ich sagen, hat sich das alles viel mehr eingespielt. Wir haben nun einen richtigen Tagesrhythmus bekommen mittlerweile. Natürlich, es gibt Tage, da läuft es natürlich nicht so geschmiert und sie hat einen nicht so guten Tag und da kommt man nicht so hinterher mit dem Haushalt. Aber eigentlich hat sich das alles mittlerweile wirklich gut eingependelt und ich kann es ja mal einblenden, das ist so unser aktueller Tagesrhythmus momentan und es funktioniert eigentlich ganz gut. Und sie wacht größtenteils in der Nacht nur einmal auf. Es ist natürlich auch manchmal der Fall, dass sie auch mal öfter aufwacht, also heute war es 3-mal zum Beispiel, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Und was ganz süß ist, nachts, sie kommt dann zu mir aufs Futon gekrabbelt und kuschelt sich dann so an und das reicht dann so, wenn ich ihr den Rücken streichle und das ist einfach, oh, ich liebe es. Da kann ich ihr dann gar nicht irgendwie krumm nehmen, dass sie nachts aufwacht, das ist so niedlich. So, und das Beste zum Schluss. Dann, was haben wir noch gemacht in letzter Zeit? Es gibt ja Babyzeitschriften und die sind voller Anzeigen. Und unter anderem auch Anzeigen für Baby-Fotomodels. Und ich dachte mir so, man kann es ja eigentlich mal ausprobieren. Ehrlich gesagt hätte ich es cool gefunden, wenn es dann so läuft, dass das Baby dann in eine Art Kartei aufgenommen wird, sich die Fotografen dann melden können und man dementsprechend dann Fotoshootings ausmacht. Je nachdem, ob man verfügbar ist oder nicht, ob es dem Kind gut geht etc.
Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden, auch so als Erfahrung, aber ja, alles nach und nach. Also wie gesagt, wir haben uns bei einer Agentur beworben und wurden tatsächlich auch angenommen. Tada, das war wirklich so, wow, wir haben es hingekriegt, Wahnsinn, unser Baby ist cool. Und daraufhin wurden wir zu einer Audition eingeladen. Und wir dachten uns, hey, cool, machen wir das doch einfach mal. Es gab 2 verschiedene Termine, einer unter der Woche, einer am Wochenende. Und da ich ganz gerne meinen Mann dabei haben wollte, sind wir dann an einem Sonntag hingegangen. Ja, und das Ganze lief dann so ab. Also erstmal, das Gebäude war wow. Also es würde mich nicht wundern, wenn da schon so einige Stars rausspaziert sind. Man musste sich zuerst mit den ganzen Papieren anmelden. Und dann wurde man in einem Raum mit einer Menge anderer Eltern vor einem TV gesetzt. Und dann kam quasi der Manager rein und hat dann erstmal diese Akademie beworben, wie toll sie ist und wie so viele TV-Drama-Stars da herausgegangen sind und hat so ein bisschen erläutert, wie das Ganze so abläuft. Und ich muss sagen, also wer sowas toll findet und vor allem finanziell die Mittel auch dazu hat, vor allem finanziell, merkt euch das für hinterher, der kann das ja machen. Aber ich dachte mir so, klingt schon stressig. Also das Kind würde dann quasi die ganze Zeit nebenbei, neben Kindergarten und überhaupt noch Unterricht nehmen. Und das mit dieser Schauspielerei, also was wir dann gemerkt haben, die Akademie ist doch eher so für Schauspielerei irgendwie ausgelegt. Das würde dann tatsächlich so ablaufen, dass das Kind dann von wirklich Anfang an die ganze Schauspielerei lernt. Ja gut, dann stand dann der Manager da vor uns und hat ewig lang rumgeredet und gequatscht und die Kinder wurden immer nervöser und man hat wirklich gemerkt, die wurden unruhig und hatten keinen Bock mehr zuzuhören. Und dann ging es zu einem Interview. Ja, das sah so aus, da saß eine Jury von 3 Leuten, ein Kameramann vor einer riesigen Cam, eine Dame, die mit so einem kleinen Spielzeug hin und her gerasselt hat, um das Kind halt abzulenken. Dann vor der Kamera noch eine Interviewerin und man sollte sich dann quasi mit dem Kind da vorstellen. Ja, das Interview, ich muss ehrlich gesagt sagen, war wahnsinnig kurz. Also bei uns war das so, wir standen dann vor der Kamera, Zoom voll auf das Kindergesicht und wir wurden dann gefragt, also ich wurde dann in erster Linie gefragt, wie lange ich schon in Japan sei. Dann wurde ich lediglich gefragt, womit Shiuri gerne spielt. Und ehrlich gesagt hätte ich im Deutschen auch schon eigentlich Probleme gehabt, diese Frage zu beantworten, denn sie spielt mit wahnsinnig vielen Sachen, beziehungsweise hat sie irgendwie den Hang dazu, gerne gefährliche Sachen wie Kabel anzufassen und damit zu spielen, wenn man sie nicht davon abhält. Dann hat die Interviewerin mich gefragt, ja, wie das dann wäre, da meine Japanischkenntnisse ja noch nicht so absolut perfekt wären und im Falle, dass Shiuri dann diesen Unterricht wahrnehmen würde und etwas passieren würde, was dann wäre, wenn sie mich anrufen und ich dann nicht verstehen würde, was dann passiert und was los ist und bla. Und habe ich halt ehrlich gesagt, ja, natürlich, dann gäbe es ein Problem, weil ich unter Umständen dann nicht natürlich sofort verstehen würde, was Sache ist. Wobei ich ehrlich gesagt relativ viel verstehe mittlerweile. Es ist nicht perfekt. Also mein Japanisch ist alles andere als perfekt, aber einige Dinge kann ja auch die Gegenseite auch einfacher ausdrücken, meiner Meinung nach. Dann wurden wir eigentlich auch schon wieder rausgescheucht. Also es war ein ziemliches Zack, 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 Zack. Also es war sehr unruhig. Es war wie quasi auf dem Fließband lief das ab. Also die Kinder gingen rein und dann wieder raus und das war wirklich also eine sehr unruhige Stimmung dort. Auf jeden Fall wurde uns dann gesagt, dass wir innerhalb einer Woche eine Absage oder eine Zusage bekommen würden. Um da jetzt nicht groß Spannung aufzubauen, wir wurden natürlich abgelehnt. Ja, haben eine Absage bekommen. Hat mich ehrlich gesagt nicht gewundert. Finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm, denn mein Mann hatte eigentlich schon, nachdem wir diese Urkunde bekommen hatten, recherchiert im Internet und hat sich ein paar Blogs von Müttern durchgelesen. Und es ist tatsächlich so, dass sie von dieser Akademie relativ viele Kinder erstmal annehmen, teilweise auch einen Bruchteil dann auch durchlassen, dann aber wirklich einen Haufen, und glaubt mir, einen Haufen an Geld für diese Unterrichtsstunden verlangen. Und das machen auch nicht sehr viele Eltern mit, ja. Aber gut, ja, es war auf jeden Fall eine echt interessante Erfahrung. Ich dachte mir auch, okay, wir sind mit quasi keiner Erwartung hingegangen, aber wir wollten uns das Ganze einfach mal anschauen. Und es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ich hoffe, man kriegt noch irgendwie eine andere Chance, eine bessere, nur auf Fotos spezialisierter, würde ich mal sagen, und nicht irgendwas TV-Drama, Werbung, bla, sowas in der Richtung, denn das lag auch eigentlich gar nicht so in meinem Sinn, ehrlich gesagt. So, also das erstmal zum groben Baby-Update. Die Kleine wird auch demnächst aufwachen. Oh ja, sie ist ganz gut dabei. Also dann, ich hoffe, das nächste Baby-Update dauert nicht so lange oder dann halt wieder in einem halben Jahr. Das sind ja immer ganz gute Abstände. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da.
und abonniert meinen Channel, wenn ihr gerne mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!